Und damit endlich herzlich willkommen zu Endwalker. Es hat ein bisschen gedauert und es ist auch später geworden, als ich gedacht habe. Wenn ihr hier auf die Realzeit schaut, seht ihr, dass wir es momentan 0:18 Uhr haben. Ich war ein bisschen länger in der Warteschlange als gedacht. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch als Lalafell rumrenne. Ich habe zwar hier schon meinen Brief in der Tasche, mit dem ich zum, es wird eine Mikote. Ihr habt abgestimmt, es wird eine Mikote. Allerdings erst dann tatsächlich in den nächsten beiden Videos, wo ich dann die neuen Jobs vorstelle. Aber weil es zu spät ist, ich will zumindest anfangen mit der Hauptquest. Deshalb, Alphino, es ist soweit. Wir gehen zu Endwalker. Aufbruch zu neuen Horizonten. Alphino erwartet dich schon. Tara, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du hast dich ein wenig von den Strapazen auf der Cordenoer Heide erholen können. Wie sieht es aus? Hattest du einen Moment Zeit? Ja, für dich immer. Dann möchte ich die Gelegenheit nutzen und noch einmal unsere gegenwärtige Situation rekapitulieren. Ich rufe schnell die anderen zusammen. Dann können wir uns ungestört im Zwielichtsaal unterhalten. Okay, warum sind wir jetzt eigentlich hier? Kann es mir jemand erklären? Nein? Vielleicht doch. Gestattet mir nochmal, unsere Lage im Detail zu schildern. Das drängendste Problem, das sich uns im Moment stellt, sind die Türme der Endzeit, die überall auf der Welt wie aus dem Nichts aufgetaucht sind. Ihr erinnert euch, das war vor 2 Patches oder so. Wir wissen, dass die Türme von jenen erschaffen wurden, die sich selbst die immer diese Namen, Telophorei nennen. Oder so ähnlich. Ihr erklärtes Ziel ist nichts weniger als die Herbeiführung der Apokalypse. Das Ende allen Lebens auf unserem Planeten. Und diese Türme sind Instrumente, mit denen sie ihr Ziel zu erreichen gedenken. In den Türmen sind jeweils Mitglieder der Stammesvölker gefangen, entführt und gezwungen, immer und immer wieder dunkle Primare zu beschwören, die Tod und Chaos über die Welt bringen sollen. Genau, mein Schwesterchen. Und wenn man sich den Türmen nähert und seine Freunde und Familie zu befreien, läuft man Gefahr, von den ständig ausgesandten Ätherimpulsen besessen zu werden. Ein schreckliches Werkzeug, das nur ein abgrundtief böser Geist entsprungen sein kann. Der einzige Hoffnungsschimmer ist, dass alle, die mit der Gnade des Lichts gesegnet sind, immun gegen die verheerenden Ätherimpulse sind. So wie du, Tara. Wir stehen tief in der Schuld Arnewalds und Dollars, die unter Einsatz ihres Lebens einen Turm infiltrierten und diese wichtige Information für uns gewinnen konnten. Leider sind die Türme noch lange nicht unser einziges Problem. Also, ja, genau, ja, Tancred hat auch eine tiefe Stimme. Hinter den ganzen verdammten Plan steckt Fandinel und Xenos. Sie haben die Telophorei ins Leben gerufen und sind der Ursprung allen Übels. Ich brauche unbedingt mal wieder eine Aussprache, wie das genau gesprochen wird. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden das größere Monster ist. Xenos hat sich irgendwie seinen Körper zurückgeholt und sein eigener Vater, Kaiser Varys, kaltblütig ermordet. Seither ist das Galeische Kaiserreich von einem Bürgerkrieg zerrissenes Land. Die Hauptstadt gleicht einem einzigen Trümmerfeld. Kein Wunder. Schließlich haben sich ganze Legionen gegenseitig in die Straßen zerfleischt, um den Thron für ihren Anführer zu erobern. Aber das Blutvergießen war lange vorbei, als wir Fuß in die kalten Ruinen setzten. Der Kampfeslärm war eine Stille gewichen, die sich wie ein Leichentuch über die ganze Stadt gelegt hat. Als wir vorsichtig durch die zerstörten Gebäude schlichen, sahen wir im Herzen der Hauptstadt Heerscharen von Galeeren, die von Geisterhand gesteuert stumm am Umbau des Kaiserpalastes arbeiten. Welchen Zweck diese Arbeit dienten, vermochten wir nicht zu sagen, aber der Anblick war verstörend. Wenn man Zeitpunkt und Ort bedenkt, dann liegt der Schluss nicht fern, dass es sich um Besessene der Telophorei gehandelt haben muss. Als wäre die ganzen dunklen Primaren nicht schon schrecklich genug, ist befürchten, dass Fandaniel und Xenos sich mit dem Bauwerk noch ein weiteres Werkzeug für ihren Weltuntergang schmieden. Derweil stemmen sich die Föderation und die östlichen Verbände mit aller Macht gegen die Bedrohung aus den Türmen der Endzeit. Aber es liegt an uns, eine Lösung für das zugrunde liegende Problem zu finden.
Eine Aufgabe, die herausfordernder nicht sein könnte. Und genau deshalb müssen wir unseren Augenmerk auf Schalayan richten. Wenn jemand Informationen zum Weltuntergang hat, dann jene, die ihr ganzes Leben dem Sammeln von Wissen widmen. Und für meinen Geschmack hat der ehrenwerte Foricho... Ich kann kein Französisch, tut mir so leid. Und um Mitternacht, war ja fast 12:30 in der Nacht, werde ich das auch nicht mehr lernen. Unser Hilfegesuch etwas zu heftig abgeschmettert. Genauer betrachtet wirkt die Reaktion Shaelyans schlicht überzogen. Es blieb der Eindruck, man habe etwas zu verbergen. Wir erinnern uns, das war im letzten Patch. Entschuldigt die Störung, Freunde. Ich habe soeben Nachricht von Krille erhalten. Sie sagt, dass alle Vorbereitungen für eure Reise nach Shaelayan abgeschlossen seien. Das kommt alles etwas plötzlich, aber sie hat euch offenbar eine... Achso, Entschuldigung, das ist immer noch Tataru. Das kommt alles etwas plötzlich, aber sie hat euch offenbar eine Überfahrt auf ein Handelsschiff organisiert, das in Kürze in Limsa Lominsa in See stechen wird. Na, wenn das so... Sie sagte außerdem, dass sie euch bei den Behörden Shailands als Unterstützer des Wiederaufbaus von Baldesios Gelehrten angekündigt hat. Seid ihr beide überhaupt bereit für diesen Schritt? Eure Heimkehr könnte etwas steinig werden. Keine Sorge, wir kommen schon zurecht. Also, auf was warten wir noch? Auf nach Shaelayan! Oder wie es auch immer heißen mag. Dann erwarte ich euch am Fähranleger in Limsa Lominsa. Schließlich möchte ich euch noch gebührlich verabschieden. Danke, Tataru. Oh, wir haben eine neue Fanfare. Cool. So, damit dürfen wir jetzt nach Limsa Lominsa aufbrechen. Und dann werden wir auch schon das erste neue Gebiet sehen. Ich bin gespannt. Bis jetzt haben wir ja eigentlich nur ein Recap gehabt, was in den letzten DLCs passiert ist. So, es ist Zeit, in See zu stechen. Und ja, es sieht so aus, als würden wir gleich wieder eine größere Cutscene kriegen. Vorausgesetzt, ich finde Tataru. Irgendwo dazwischen. Kamera, ich habe Tataru. Ah, da bist du ja. Ich habe mich bereits um euren Passierschein für die Überfahrt gekümmert. Das Schiff, das Krille für uns organisiert hat, sollte in Kürze hier im Hafen einlaufen. Ich schlage vor, wir warten bis dahin am Pier. Ich glaube, ich muss den Hintergrundton ein bisschen lauter machen. Ja, kommt das Schiff pünktlich? An Bord verstaut und das Schiff bereit zur Abfahrt. Wir sollten also in Kürze ablegen. Ausgezeichnet, alles läuft nach Plan. Das ist hoffentlich ein gutes Omen für die gesamte Überfahrt. Schon komisch. Ich war noch ganz grün hinter den Ohren, als ich den alten Louisois das erste Mal traf. Er war gerade mit einem Schiff aus Shaelayan angereist, ähnlich wie unseres hier. Und jetzt, all die Jahre später, trete ich mit seinen Enkelkindern die Reise in seine Heimat an. Irgendwie verrückt, wie das Leben manchmal so spielt. Erstaunlich, nicht? Der Fluss der Zeit ist unergründlich und seine Biegungen bleiben uns stets verborgen. Man weiß nie, wohin er einen führt. Wenn ich mich recht entsinne, hat dich der gute Meister Louisois damals dabei ertappt, als du ihn von seiner Gilbörse zu erleichtern suchtest, nicht wahr? Lange ist es her, mein Freund. Einmal ein Schurke, immer ein Schurke. Wie bitte? Tankred, der Taschendieb? Das müsst ihr mir jetzt aber erzählen. Estinian, ist das für dich das erste Mal in Shaelayan?
Ein Held von deinem Kaliber hat doch bestimmt schon die entlegensten Winkel der Welt gesehen. Estinien? Held von meinem Kaliber? Warum das schmeichlerische Gehabe, Alphino? Ich bin auch nur aus Fleisch und Blut. Ich wollte nicht... Ich meine, ich wollte nur meinen großen Respekt für dich zum Ausdruck bringen und... Ich weiß. Ich sollte dich auch nicht wie ein Kind behandeln. Nein. Einer und dergleichen. Ein Freund. Und aber viel größer als Alphino, das wollen wir mal festhalten. Oder gefällt es dir besser, wenn ich dich weiter kleiner nenne? Das würde bestimmt einen guten Eindruck bei deinen Verwandten und Bekannten in Schalayan machen. Naja, also Alphino ist ja auch nicht der Größte. Schon gut, schon gut. Tut mir leid, du hast recht. Einer untergleichen. Ein Freund. Geht doch. Alles in Ordnung, Tataru? Die Sorge steht dir ja förmlich ins Gesicht geschrieben. Wird die jetzt Tataru ausgesprochen? Besorgt? Aber nicht doch. Alle fliegen zurück in die Heimat nach Schalayan. Ist doch toll. Allerdings Komm doch mit. sind da auch die Telophoroi, die nichts anderes im Sinn haben, als unsere schöne Welt zu zerstören. Okay, Telephoroi wird es ausgesprochen. Das merke ich mir jetzt wahrscheinlich mal für die Zeit der Aufnahme hier. Und ich stehe hier und frage mich mal wieder, ob ihr auch alle gesund zurückkommt. Sei unbesorgt, Tataru. Wir passen auf uns auf, versprochen. Versprochen? Aber ein Versprechen bricht man nicht. Hörst du? Ah, was ein Glück. Ihr seid noch hier. Grauer Felsen, Kultiné. Was führt euch hierher? Wir sind unterwegs zum Turm der Endzeit in Lanosea. Da knöpfen wir uns gemeinsam mit dem Malstrom und den Kobolden die dunklen Primae vor. Vorher wollten wir euch aber noch verabschieden. Wir sollen euch außerdem recht herzlich von Flamin und den anderen grüßen und euch eine gute Reise wünschen. Sie halten die Stellung, bis ihr wieder zurück seid. Das gleiche gilt natürlich auch für uns beide. Solange der Bund der Morgenröte Wache steht, wird es keinen Weltuntergang geben. Telophoroi hin oder her. Meine Damen und Herren, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich bitte alle Reisenden nun, das Schiff zu besteigen. Oh, es geht aufs große Meer hinaus. Ich freue mich schon. Ich habe extra mich die ganze Zeit nicht spoilern lassen. Ich habe versucht, alle News... Ist an der Zeit. Ich habe versucht, alle News rund um Endwalker zu umgehen, also alle Gebiete und so weiter. Das Einzige, was ich weiß, ist halt, dass man am Ende irgendwann wahrscheinlich auf dem Mond rumlaufen wird. Das hat einfach das Banner und das Logo schon gezeigt. Aber ich habe mir halt die ganzen neuen Städte und so weiter nicht angeschaut und ich bin richtig gespannt. Dann sollten wir nicht länger warten. Bleibt bitte alle gesund und grüßt die anderen. Sobald wir etwas Handfestes herausfinden, melden wir uns. Gute Reise, Freunde! Und so nimmt ein neues Abenteuer seinen Anfang. Aber noch ist sein Ausgang keineswegs abzusehen. Die Zukunft der Welt bleibt ungewiss.
Der Vorhang hebt sich und offenbart dem gespannten Publikum uralte Weisheiten. Alles Leben muss vergehen. Liebe erblüht und welkt. Aller Anfang hat ein Ende. Genieße jeden Moment deiner Existenz, denn am Ende deiner Reise Okay. da, wo Seelen und Sterne ruhen, erwartet dich die Wahrheit. Jetzt wurde er gut angeteased. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ah, Reise. Okay. Ja, wir sind auf der Reise. Okay. Drachen. Mhm. Sind wir bald da? Hör hin. Fühl es. Denk nach. Na, auch schon wach? Der Morgen graut gerade erst. Aber die Mehrheit scheint schon auf den Beinen zu sein. Kein Wunder bei diesem Radau. Ist mir ein Rätsel, wie man da überhaupt ein Auge zukriegt. Jemand hat dich angesprochen, sagst du? Merkwürdig. Ich habe nichts gehört. Wenn ich etwas frische Luft empfehlen darf, das wird dich gewiss aus dem Dämmerschlaf holen. Die kühle Brise ist herrlich und Shalayans Hauptinsel sollte ohnehin bald in Sicht sein. Oh. Die Dame ist neu, oder ist das... Nee, das wird nicht Shiva sein, oder? Welch ein Glück. Meine Stimme erreicht dich wieder. Ah, Heidelin. Okay. Hör hin. Fühl es. Denk nach. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Gesicht die hat. Endlich begegnen wir uns von Angesicht zu Angesicht, Kriegerin des Lichts. Okay, die kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Okay. Warum ausgerechnet jetzt, Heidelin? Hast du die Antwort auf diese Frage nicht bereits auf deiner Reise in den ersten Splitter gefunden? Alles, was du dort gesehen und gehört hast, alles, was dir offenbart wurde, hat dir verraten, was ich wirklich bin. Ich, Heidelin, bin ein Primai. Zodiac wurde einst erschaffen, um das Ende der Welt zu verhindern. Und ich konnte meine Bestimmung erfüllen
und seinem zügellosen Wirken Einhalt gebieten. Doch bereits 7-mal haben jene, die eine längst verschollene Zeit herbeisehnen, einen Splitter mit Zodiac vereint. Und je schneller seine Macht anschwillt, desto rascher versiegt die meine. Ich vermag nicht einmal mehr, deinen Geist in die Dimensionen zwischen den Welten zu rufen. Und obwohl es mir schwerfällt, mich hier zu manifestieren, sind meine Worte an dich von enormer Wichtigkeit. Ganz ohne mein Zutun hast du dich der Vergangenheit des Gestirns gestellt. Und nun stehen unsere Zeitalter kurz davor, sich ineinander zu verflechten. Auch deshalb hat er nun seinen Anfang genommen. Der gewaltige Konflikt, der das Schicksal des Sterns und all seiner Bewohner bestimmen wird. Wenn sich dir der Sinn meiner Worte erschließt und du auf deiner Reise die Kraft in dir gefunden hast, dich selbst der grausamsten aller Prüfungen zu stellen, dann werde ich das Versprechen einlösen, das ich vor so langer Zeit gab. Was war das nochmal für ein Versprechen? Zum Bug. Wir haben Shalayan erreicht. Shalayan. Super. Nun geh. Es ist das Versprechen des Unbekannten, der Blick auf einen neuen Horizont, der seit jeher fasziniert. Bald schon werden wir uns wiedersehen. Was für ein herrlicher Morgen. Genau das Richtige für die verspannten Glieder. Guten Morgen. Schon einen Blick auf unsere Heimat werfen können? Noch nicht. Na, dann lass uns doch gemeinsam zum Bug gehen. Dort sollte die Aussicht am besten sein. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Ah, da seid ihr, Schlafmützen, ja. Da ist es. Das gute alte Shalayan. Ah, tatsächlich. Oh, ja, hat was. Ein bisschen griechisch angehaucht. Altgriechisch. Und so kehren wir zurück in die Heimat. Vielleicht heißt man uns im Hause Le Veilleur nicht mehr willkommen. Aber das soll uns nicht aufhalten. Es ist ja nicht so, als wärt ihr ganz auf euch allein gestellt. Ich möchte Estinien beipflichten. Ihr solltet eure treuen Begleiter an Bord dieses Schiffes nicht vergessen. Was auch immer uns erwartet, wir werden es gemeinsam durchstehen. Ihr habt natürlich recht. Danke, eure Unterstützung bedeutet uns wirklich viel. Nicht mehr lange. Und das Schiff wird in Al-Shalayan anlegen, dem Herzen der Nation. Dort, im Zentrum des Wissens und der Gelehrsamkeit, werden wir hoffentlich Antworten auf unsere drängenden Fragen finden. Für uns und für alle, die ihre Hoffnung in uns setzen.
Und da haben wir es endlich. Das Logo Endwalker mit dem Mond im Hintergrund. Bin schon ganz hibbelig. Shalayan, eine einsame Inselnation in den Weiten des Nordmeers. Unter dem wachsamen Auge ihres Patrons Taliak, dem Gott der Weisen und der Denker, horten die Shalayaner das Wissen dieser Welt. Einst unterhielten sie eine kleine Kolonie im dravanischen Hinterland, in der sie Studenten aus aller Welt willkommen hießen. Doch sobald die eiserne Faust Garlemals nach Alamigo griff, entflohen sie bei Nacht und Nebel in den sicheren Schoß ihrer Heimat. Wie kann solch ein Volk zum Verbündeten werden? Ein Volk, das den Konflikt so sehr scheut, dass es Freund wie Feind den Rücken kehrt. Die nördlichen Meere, Alt-Shalayan. Ich dachte schon, die lassen uns nie vom Schiff runter. Was erwartet uns bei diesem bürokratischen Spießrutenlauf wohl als nächstes? Einreiseprotokolle? Ganz recht. Ich hoffe, wir können die lästigen Formalitäten rasch und ohne Probleme hinter uns bringen. Shalayans Grenzen sind geschlossen, oder? Was machen wir, wenn mir und gewissen anderen Fremdlingen die Einreise verwehrt wird? Das stimmt. Die Grenzen stehen nur den Bürgern einiger weniger neutraler Nationen einer ausgewählten Allianz offen. Allerdings kann sich auch Shalayan nicht vollständig von der Außenwelt abschotten. Andernfalls wäre es ihnen unmöglich, Information und Wissen anzuhäufen, was ja letztendlich ihr erklärtes Ziel ist. Von daher sollten wir eigentlich auf keine großen Hindernisse stoßen, solange wir bei der Einreise die entsprechenden Papiere einreichen, die Identität und Absicht des Besuchs darlegen. Wenn's weiter nichts ist. Aber eins sollte allen klar sein. Man wird uns sicherlich fragen, welcher Organisation wir angehören und weshalb wir einreisen wollen. Wir sollten jede Erwähnung des Bundes der Morgenröte dabei tunlichst vermeiden. Andernfalls könnte es sein, dass man uns direkt der Tür verweist. Krila hat uns vorausschauend als Unterstützer von Baldesions Gelehrten angekündigt, die bei dem Wiederaufbau der Organisation helfen sollen. Wir dürfen ihnen keinen Grund geben, diese Geschichte anzuzweifeln. Raha, du bist doch Mitglied der Gelehrten. Ich schlage vor, du fungierst als der Leiter unserer kleinen Gruppe. Einverstanden. Wenn ich mich richtig erinnere, dann muss man sich hier direkt am Hafen anmelden. Also gut, bringen wir es hinter uns. Juhu! Erste Quest. Bürokratie. Taliak zum Gruße. Wir sind soeben eingetroffen und wünschen, die Einreiseformalitäten zu erledigen. Natürlich, natürlich. Wie ich sehe, tragt ihr das Zeichen der Exegeten. Korrekt. Mein Name lautet Graha Tia, meines Zeichens Mitglied von Baldesions Gelehrten. Ich war Teil einer Expedition nach Eorsea und bin nun zurückgekehrt, um im Mutterland beim Wiederaufbau unserer Organisation zu helfen, gemeinsam mit meinen Begleitern. Oh oh, das glaubt sie irgendwie nicht. Recht so. Eure Ankunft wurde bereits erwartet und die entsprechenden Anträge dazu vorab eingereicht. Ach, Gott sei Dank. Wie ich sehe, sind weitere Exegeten in eurer Begleitung. Wir werden deren Einreiseformalitäten zuerst abhandeln. Ich bitte, vorzutreten und den Namen zu nennen. Ishtola Rul. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was eigentlich Exegeten sind. Also jetzt
in diesem Kontext, warum die was Besonderes sind. Ich weiß, das sind... Das Namensverzeichnis. Es gleicht automatisch die eingetragenen Namen mit dem Staatsregister ab. Also ich weiß, dass die ja Exegeten Teil der Bevölkerung dort sind, aber zum Beispiel Tancred war ja eigentlich nie in Shalayan oder war zumindest kein gebürtiger Shalayaner. Vielleicht war er später mal dort, aber also von Geburt an ist er jedenfalls keiner. Wenn ihr es mir vielleicht erklären könnt, könnt ihr es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ausgezeichnet. Damit wäre die Identität aller Exegeten bestätigt und die Einreise vorschriftsmäßig registriert. Kommen wir zu den nächsten Antragstellern. Was natürlich auch interessant ist, wenn man einen Account noch aus Final Fantasy 14.1 hat, also der ursprünglichen Version, die 2013 auf den Markt kam, also bevor Final Fantasy 14 A Realm Reborn kam, dann bekommt man ja auch dieses Tattoo hat und ist dann eigentlich auch ein Exegete. Also, weiß nicht, ob es da eine andere Story gibt. Vielleicht kann es mir ja auch einer sagen. Bitte vorzutreten. Alphino Leveilleur. Und Alicie Leveilleur. Das ist auch interessant. Bei den beiden hätte ich tatsächlich gedacht, dass die tatsächlich Teil dieser Nation sind, aber sie gelten nicht als Exegeten. Habe ich auch nicht gewusst. Ah ja, Leveilleur. Damit wären alle Formalitäten erledigt. Eine Bemerkung noch sei sie mir denn gestattet. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sohn und Tochter des angesehenen Ratsmitglieds Leveilleur jüngst in Ungnade gefallen seien. Selbstverständlich ist dies kein Grund, die Einreise zu verweigern. Dennoch ein gut gemeinter Ratschlag in Zeiten voller Aufruhr. Bereitet keinen Ärger. Nee, das ist mein Job. Seid unbesorgt. Wir werden euren Ratschlag beherzigen. Damit verbleiben noch 2 Mitglieder meiner Reisegruppe. Ihre Formulare wurden ebenfalls vorab eingereicht. Nun gut. Name und Profession? Tara Eisenseele, Retterin des Universums. Tara Eisenseele, Anbieterin hochqualifizierter Bedarfsgüter. Genau das bin ich. Import und Export. Recht so. Im Antragsformular ist euer Name ebenfalls aufgeführt. Hier steht außerdem, ihr seid, ich zitiere, eine professionelle Abenteurerin, die auch über Qualifikationen in Sachen Materialbeschaffung und Güterproduktion verfügt. Nun gut, ich gehe davon aus, dass diese Angaben stimmen. Eurem Einreiseantrag sei stattgegeben. Danke. Bleibt noch der letzte Antragsteller. Name und Profession? Estienne, professioneller Hochsprungathlet. Estinien Valino, einstiges Mitglied der Garde der Dragoons aus Ishgard. Ein ehemaliger Soldat also. Und welcher Beschäftigung geht ihr jetzt nach, wenn man fragen darf? Gute Frage. Abenteurer? Ein Moment bitte. Bitte verzeiht. Dieser Herr hier steht im Sold von Baldesions Gelehrten. Er war für unsere Sicherheit in Eorsea verantwortlich. Krile Baldesion. Ihr und eure Organisation seid es, die für die Einreise dieser Herrschaften persönlich bürgen, wenn ich mich nicht täusche.
Dann will ich euren Worten Glauben schenken. Aber offen gestanden bin ich mir nicht sicher, ob ihr eine weise Wahl getroffen habt. Ein falscher Schritt eurer Helfer und Baldesions Gelehrte werden die Konsequenzen tragen müssen. Ich weiß eure Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit sehr zu schätzen. Aber seid unbesorgt. Alle Mitglieder dieser Runde sind meine persönlichen Bekannten und haben einen makellosen Ruf. Krile, schön dich wiederzusehen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich hoffe, die Überfahrt war nicht zu anstrengend. Aber lasst uns einen Ort finden, an dem wir uns ungestört unterhalten können. Ach ja. Willkommen in Shalayan. Sag mal, steht mir als dein Leibwächter eigentlich ein Sold zu? Den bezahle ich dir, wenn du gelernt hast, auf dich selbst aufzupassen. So, gehen wir noch schnell die Quest ab. Wenn ich... Ah, da, Grille, hier. Da bin ich ja offenbar genau im richtigen Moment gekommen. Aber egal. Ich hoffe, die Überfahrt war nicht zu anstrengend. Nee, gar nicht. Aber was kriege ich denn hierfür? Kiste mit Rostkastanienwaffen. Neue Waffen. Cool. So, und bei Grille kriegen wir auch gleich die nächste Quest. Die schauen wir uns allerdings in der übernächsten Folge an. Denn ja, in der nächsten Folge, die beiden nächsten Folgen, die morgen kommen, werden wir uns den beiden neuen Klassen widmen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, vielen Dank an meine Kanalmitglieder und ganz besonderen Dank an meine Ehrenmitglieder Julia Nightbloom, Negi Magister und Klingone23. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir werden sicher noch großartige Abenteuer erleben. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.